Ach, den Songtext, den kann ich auswendig. Hallo, mein Name ist Elmar Heckmann. Ich betreibe ein Tonstudio und in dieser Videoreihe helfe ich euch als Musiker, Profi im Studio zu werden. Dieses Mal geht es um das wichtigste Instrument überhaupt. Ich meine natürlich die Stimme. Sie ist fast immer im Song ganz vorne mit dabei und wir kennen die menschliche Stimme am besten, weil wir sie schon als Babys im Bauch unserer Mama gehört haben. Deshalb ist eine gute Vorbereitung der Stimmperformance das A und O. Los geht's! Im Studio ist es anders. Auch wenn ihr geübte Sänger oder Rapper seid, ist es im Studio ungewohnt. Ihr steht alleine im Raum, hört nur euch selbst und das Instrumental über Kopfhörer und irgendjemand am anderen Ende des Kabels gibt Kommentare, ob es gut oder schlecht war und warum. Dass man deshalb am Anfang aufgeregt ist und sich nicht so gut auf Text oder Gesang konzentrieren kann, ist verständlich. Macht euch aber nicht zu schlechteren Vokalisten. Tipps zur Vorbereitung. Erstens, übt daheim mit Kopfhörer. Nehmt dazu die Band ohne Gesang im Proberaum am Handy auf und übt damit, mit Kopfhörer zu singen. Oder rappt zu eurem gewünschten Beat. Zweitens, übt nicht am Tag vor dem Studiotermin. Wer es übertreibt, hat am nächsten Tag keine Kraft mehr in der Stimme, wenn die Aufnahme stattfindet. Und da kommt es ja drauf an. Drittens, druckt die Texte gut leserlich aus. Nehmt eine Schriftart ohne Schnörkel, Schriftgröße 16 und 1,5-fachen Zeilenabstand. So habt ihr auch Platz für Notizen. Außerdem kann das Textblatt im Studio weiter weg auf einem Notenständer liegen. Denn wenn ihr den Text in der Hand haltet, könnte man das Papier rascheln hören. Und ein Tonstudio hat keine Karaoke-Maschine. Beherrscht eure Texte also bitte so gut, dass ihr wisst, wann was im Song gesungen wird und der ausgedruckte Text nur noch zur Sicherheit daliegt. Tipps für den Aufnahmetag. Erstens, bringt euren Text auch als Kopie für den Techniker mit. So behält er den Überblick im Song und kann euch während der Takes besser unterstützen. Zweitens, trinkt das Richtige. Keinen Kaffee und kein Wasser mit Kohlensäure. Kaffee führt zu Schmatzgeräuschen, die man nicht wegschneiden kann, und Kohlensäure, naja, ihr wisst schon. Tee oder stilles Wasser sind am besten. Drittens, für den Mix auf euren Kopfhörern ist Folgendes wichtig. Sagt dem Tontechniker, was ihr lauter oder leiser hören möchtet, während ihr den Aufnahmepegel einstellt. Er kann euch dazu fast jeden Wunsch erfüllen, zum Beispiel Gesang lauter und Gitarren leiser. Viertens, nehmt konstruktive Kritik des Technikers an. Diese Leute wollen nur das Beste aus euch herausholen. Fünftens, singt euch ein. Nehmt dazu irgendeine MP3, zu der ihr mitsingen könnt, mit ins Studio. Und jetzt noch ein spezieller Trick, den ihr vor der Aufnahme machen solltet. Nehmt einen Korken komplett in den Mund und zählt laut von 1 bis 50. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 48, 49, 50. Wenn ihr danach den Korken entfernt, seid ihr automatisch viel deutlicher, ohne darüber nachdenken zu müssen. Soweit meine Tipps für die Stimme. Und was Gitarristen fürs Studio beachten sollten, findet ihr dort. Wenn euch das Video gefallen hat, abonniert meinen Kanal. Lasst gerne Kommentare da. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und ciao! Fun Fact zum Schluss: Der Synchronsprecher für David Hasselhoff war auch der von Kermit der Frosch.